Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zurück zu The Blackwell Epiphany, dem 5. Teil der Blackwell-Serie, wo wir mit Rosangela Blackwell unterwegs sind und wo wir einem Fall einer verschwundenen Polizistin und ihrer Tochter auf dem Weg sind. Wir haben die Polizistin und die Tochter gefunden, mehr oder weniger jedenfalls. You okay? Sure. Just give me a second. I thought the basement smelled a little funny, but I never thought... Yeah. Take all the time you need. Boah, Alter, ist das eklig. Also wir haben auf jeden Fall die Frau gefunden, die versteckt sich hinter diesem Bookshelf. Hat hier so eine Sicherheitsanlage und versteckt sich da, weil alles irgendwie schiefgegangen ist. Sie sind hinter ihnen her und sie dürfen aber sie nicht kriegen und sie lebt da mit ihrer toten Tochter hinter diesem Buchregal in einer Art Panic Room. Ihre Tochter ist tot und sie hatte gehofft, dass der Spirit ihrer Tochter da drin sicher sei, ist er aber eben nicht und jetzt sollen wir erstmal den Spirit, also sie weiß, dass wir so eine Art Medium sind und wir sollen jetzt erstmal den Spirit ihrer Tochter retten und danach wird sie uns alles erzählen, was wir wissen müssen. Und als wir rausgingen, sagt Rosa noch, boah, ey, ich wusste zwar, dass das in diesem Keller komisch riecht, aber ich hätte nie gedacht, dass, boah, Alter, das Spiel ist so krass gut. Ich habe gerade Gänsehaut, Leute, ich habe echt Gänsehaut, obwohl ich diese Story zum 2. Mal spiele und, also ich meine, ich erinnere mich einfach auch nicht mehr an alles, aber, oh, Alter, die Story von diesem Spiel ist so gut, so gut. Ich habe Gänsehaut und Tränen in den Augen. Ohne Scheiß. Okay, Kendra. Das macht mich fertig. Hi. Kendra? Erzähl mal über Trollgate. So, I hear you're into Trollgate? You play? I sure do. Cool. What faction are you with? The... I have to practice now. Ah ja, okay. Warte mal. Ich glaube, ich bin nicht so der richtige Ansprechpartner für sie. Ich glaube, sie hat's mehr mit Männern als mit Frauen, einfach weil Papa eine andere Vorbildfunktion hat als die Polizistenmama. Deswegen hat Joey vielleicht besser Karten. Mal gucken. Hey, Kendra? Sorry to bother you again, but I have something I want to ask you. Well, okay. Mitkommen? Listen, I really think you need to come with me. Why? Kann ich noch zu Dad sagen? Ja. Look, your dad really wants to see you. I'm here to take you to him. What should I have for breakfast? Genau, und da haben wir in der letzten Folge erfahren, das ist halt ein Codewort. Und zwar das da. I believe the answer is prunes and a Danish? You're really going to take me to see Dad? You betcha. Okay, let's go. Ah ja, und jetzt kommt sie mit. Geil. Müssen wir jetzt die ganze Zeit als Joey rumfloaten? Puh, bringen wir sie jetzt wirklich zu ihrem Vater? Ja, ich glaube schon. The house is so quiet. Mom must be asleep. Mom muss schlafen, es ist so still im Haus, okay. It's snowing. Should I go back in and get a jacket? Are you cold? Funny, I'm not cold at all. Then you should be fine. Ah ja, und sie sagt, hey, es schneit, soll ich mir von drinnen noch schnell eine Jacke holen? Und fragt Joey, ist dir kalt? Und sie sagt, interessant, nö, eigentlich nicht. Okay, können wir die jetzt überall mit hinnehmen? Tatsache. Da. Hey, Joey. Yeah? How come she leaves footprints, but you and me don't? Oh, well, that's easy. Just between you and me, she's much heavier than she looks. I can hear you, you know. Das Kind ist clever. Das Kind fragt, hey, warum hinterlässt deine Freundin Spuren im Schnee und wir beide nicht? Und Joey so, ey, nur zwischen uns beiden. Sie ist viel schwerer, als sie aussieht. Und Joey so, hey, ich kann dich hören. Sehr geil. Aber interessant ist, dass das Kind jetzt schon immer wieder Vermutungen zeigt, dass sie irgendwie schon weiß, dass sie nicht mehr lebt. Also, warum mache ich keine Fußspuren? Warum brauche ich keine Jacke? All solche Sachen. This is it. Thanks for taking me. I've got my own key. I can get in on my own. Sure, you be safe now. Achso, Emil lives up on the 5th floor. That's way out of range. Ja. Aber wir haben doch jetzt Schlüssel, ne? Nee, falscher Schlüssel, den da. Genau. Gehen wir mal hinterher. It fits. Ach, echt?
Und ich glaube, wir gehen hier mal als Joey rein, denn ich glaube, da stört Rosa jetzt gerade nur. Puh, oh Gott. He's asleep. Yeah, he's had a rough time of it. Does he know? Know what? Does he know that I'm, you know, No, he doesn't. Not yet. good? Do you remember what happened? How it happened? Not really. I remember being with my mom. It was dark and cold, but she was telling me everything would be alright, that I would be safe. I'm sorry. I'm so sorry. Why? It's not your fault. Doesn't matter. This kind of thing shouldn't happen. Lots of things happen that shouldn't. It's just stuff. Yeah, stuff. So, what now? Just come with me. Boah, ist ein kluges Kind. Also ganz spannend, sie geht da rein, sagt, guck mal, mein Papa schläft. Und dann dreht sie sich um zu Joey und sagt ihm eiskalt ins Gesicht, weiß er, dass du weißt schon, also dass ich tot bin? Und Joey sagt nein, weiß er nicht. Und sie sagt, okay, das ist gut. Und dann erzählt sie, dass sie sich daran erinnert, dass sie bei ihrer Mutter war, dass alles irgendwie kalt ist. Ihre Mutter sagt, okay, jetzt sind wir sicher, jetzt sind wir sicher, jetzt sind wir sicher. Und aber anscheinend hat sie das also die ganze Zeit schon gewusst. So ja, geiles Kind. Kluges Kind. Kendra, I'm gonna have to ask you to trust us, okay? You don't have to ask. I already do. Fair enough. Come over here. Just take a hold of this. Okay. The music, it's amazing. Music? It's everywhere. Can't you hear it? It's like every instrument ever made is a part of it. Do you think they need a piano player? I don't see why they wouldn't. I'm gonna need to practice. But somehow, I think I'll have plenty of time. I guess you can't come with me? I'm sorry. This is a trip you have to take alone. Tell them I'll miss them. Okay? Of course. Boah, was bin ich froh, dass wir die retten konnten und dass sie nicht irgendwie wie alle anderen zerrissen wurde oder so. Still standing at least. Yeah, bright side. She was so easygoing. Something about kids, I guess. Their minds are more adaptable, flexible to new ideas, even death. Do you really believe that? Do we have any other choice? Krass. Come on, we're not done yet. Ja, dann wart doch mal. Ich muss doch noch erzählen. Ah, danke. Ganz wichtig auch noch, Joey sagt, das habe ich ganz vorhin vergessen, bevor die beiden aus dem Zimmer von ihm gegangen sind, sagt Joey noch, es tut ihm so leid. Und die Kleine dreht sich einfach um und sagt, warum, was, wofür, was tut dir leid, du hast ja nichts getan. Und er sagt, das macht nichts, solche Sachen sollten einfach nicht passieren. Und sie sagt, ja, es gibt eine Menge Sachen da draußen, die nicht passieren sollten. Es ist halt einfach Sachen, die passieren. Und Joey sagt, ja, Sachen. Ganz, ganz spannend. Und ja, sie ist dann gegangen, hat gesagt, Mensch, überall alle Musik, diese tolle Musik, als wenn alle Instrumente gleichzeitig spielen. Und vielleicht brauchen sie ja noch einen Pianospieler. Und dann ist sie einfach gegangen. Und Joey, beziehungsweise Rosa hat dann gesagt, dass sie hat das einfach so hingenommen, das wäre so krass gewesen. Und Joey hat dann nur gesagt, ja, Kinder nehmen das sehr einfach auf. Bevor ich jetzt dahin zurückgehe, möchte ich gern hier hin. Ah, Durkin ist noch hier. Und ihn mal aufs updaten. Detective? Aha. Ach, ich kann ihm nicht wirklich Updates geben, oder? Do you know anything about Leah's daughter, Kendra? I told you, I can't help you on this one. Sorry. Alter. Have you ever played an online game called Trollgate? Nah, sorry. Are you familiar with Emil Haskins, Leah's ex-husband? I told you. Okay, der sagt bei allem nur, I told you, ich habe dir gesagt, ich kann dir nicht helfen, ich habe dir gesagt, ich kann dir nicht helfen. Ich würde ihn halt gerne updaten und ihm sagen, wo die Leute sind. Can you tell me any... I told... Schade, okay. Also bei allem sagen sie nur, sorry, Well, see you around. Uh-huh.
Ich finde, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, du, die sind bei denen im Keller und macht ihr mal bitte die Tür auf, denn wenn ich das mache, kriege ich nur Stress. Aber gut, dann kriege ich jetzt halt Stress. Ah. Boah, Alter, das mit dem Geist. So hart. Mit dem kleinen Mädchen. Oh. Die Story von diesem Spiel ist so gut. Dieses Spiel ist so gut. Leah, are you there? Oh, it's you, Bestower. Ich hätte wirklich gern, dass du mir das nicht sagst. Kendra ist sicher. Kendra is safe, Leah. You mean she's... She's moved on. She said goodbye to her father, and she said she'll miss you. How could something that was so right go so horribly wrong? I went to a few meetings, and then I knew I had to join the police academy. It was like a lightning bolt. What kind of meeting? We were all so lost, so hungry for direction and not knowing where to go. All of us searching for that elusive something, that revelation that would fix our lives. The meetings at Grace somehow gave them to us. Gave them to you? Yes, no matter how confused we were, we all found our way. But all this was the price. Leah, I need you to focus and tell me what happened. I loved being a cop. I loved being a mother. I did good, didn't I? I thought I did. And you do good. That's what I heard. You always help, right? I helped the dead. That's what I'm counting on. What? No! Holy shit! Jesus! Was? Did it work? Why, Leah? Why do this? I'm sorry, but it's the only way. My only escape is through you. I know what you did for Kendra. Now do the same for me, please. Please, before they come for me. Holy shit. Ich muss mich vielleicht beeilen. Sorry. Also. Okay, Leah, here's how it works. That's Officer Piero to you, and I know how it works. Great, that saves time. Red here is gonna take you somewhere safe, and when she does, you're gonna have a chat, okay? Fine. Let's just do this quick. You hear me? Don't let this one just fly off into the light. Don't worry. All right, then. Holy It's so shit. quiet here. That little room was quiet, but not like this. It's like I'm hearing everything and nothing at the same time. Can you hear it? No, but Kendra said something similar. Is she out there somewhere? Yes, but Leah, before you go, I need you to tell me how you got this way. What led you to this? We called it the Grace Group because we met at Grace Church. We met once a week. We would talk. It was nice. So it was kind of a self-help group? Kind of. Kind of? What did you talk about? Funny, I don't remember. All I know is that it worked. For all of us. It was like magic. We all learned what we were meant to be. I joined the police academy and never looked back. George discovered a love of art, made a killing as a dealer. George, he won't be out there, will he? He's gone. He risked himself and then he... Oh! What was that? Oh no, Leah, get through the light, quick! I can't move. How did they find me? Here of all places. I don't know, just try and hold on. You were supposed to help us. I'm trying, please, I just need time. No! Not again. What? Not again. What? Hey, you okay? No, I'm not okay. We were too late. Too late. She was taken, just like George was. All she went through, she did it for nothing. I refuse to believe that. I just can't. Did she say anything at all that could help us? There wasn't time. And there was something else. Something else? How did you get in here? What the... Leah? Look, I can explain. Turn around. Hands behind your head. No, wait, listen, I don't have time for this. I said turn around. Hands behind your head. On the floor. Please, just... Now!
Holy shit! Sorry for the wait, ladies. My assistant seems to be out. What can I do for you? Are you the owner of this establishment? My name's on the sign. So you are Malone. That's me. And you are? My name is Madeline. And your friend? Jocelyn Contis. Pleasure to meet you both. Okay, bevor wir hier jetzt weitermachen in dieser Cutscene. Holy shit, ist da viel passiert. Wir fangen ganz von vorne an. Wir haben also Lia gesagt, deine Tochter ist safe. Dann hat sie die Tür aufgemacht. Sie war tatsächlich lebendig da drin. Ich dachte ja, sie wäre ein Geist, der mit uns redet daraus aus der Tür. Und sie hätte es nur selber nicht gemerkt, sozusagen. Aber nein, sie war tatsächlich noch lebendig da drin. Und kam dann raus. Hat nur gesagt, ja, jetzt ist alles zu spät und so. Und du hilfst uns doch, hat sie gesagt. Und woraufhin Rose sagt, ich helfe den Toten. Und dann sagte Lia nur, ja, das ist genau das, worauf ich spekuliere, und hat sich einfach vor unseren Augen erschossen, selber. Dann ist sie da als Geist rausgekommen und wir haben sie sehr, sehr schnell dann in diesen Raum innerhalb von Rosangelas Kopf gebracht, mit diesem Licht, wo die Geister immer hingehen. Weil sie Angst hatte, dass irgendwer kommt und sie holt und sie nimmt. Und dann waren wir also in dem Raum mit dem Light, wo wir gedacht haben, da ist sie jetzt erstmal sicher. Und dann hat sie uns so ein bisschen erzählt, sie haben sich also mit irgendwelchen Leuten in der Grace Church getroffen. Das nannte sich die Grace Group. Und irgendwie war das so eine Art Selbsthilfegruppe und alle, die da hingegangen sind, für alle die war das gut und richtig. Und denen hat das immer geholfen, aber sie konnte sich nicht mehr erinnern, was da eigentlich besprochen wurde. Sie sind zu dieser Grace Group gegangen und haben dann alle ihren Weg gefunden. Sie ist Polizistin geworden und hat sich nie schlecht gefühlt. George ist Künstler geworden und hat auf einmal eine Menge Geld damit verdient. Und ja, also das ist das Einzige, was sie wusste. Und dann ist ihre Seele ja auch einfach zerrissen worden. Also sie hat Schmerzen gehabt und auf einmal ist ihre Seele zerrissen, kurz bevor sie da ins Licht fliegen konnte. Sie konnte sich auch nicht mehr bewegen. Genau wie das bei George Austen halt auch schon der Fall war. Holy shit. Und natürlich kommt dann gerade ein Cop rein, während wir vor dieser Leiche stehen, von ihrem Körper. Und ja, der ist natürlich alles andere als glücklich. Und nimmt uns dann natürlich erstmal gefangen. Und ja, das ist das, wo wir dann wegfaden und jetzt zurückkommen zu dieser Cutscene in der Vergangenheit, wo Joey Malone als Geist da ist. Und jetzt sind wir wieder Madeline und Jocelyn. Und ich würde sagen, die Folge ist zwar schon zu lang, aber ja, komm, die Cutscene versuchen wir mal noch zusammen zu machen und dann würde ich sagen, können wir danach, glaube ich, ganz gut, obwohl, dann kommt bestimmt wieder nach der Cutscene ganz viel Gerede, dass ich dann übersetzen muss und dauert es nur noch länger. Nee, komm, pass auf, wir machen Folgendes. Ich speichere hier an dieser Stelle. Machen wir mal sicherheitshalber in Belb 2, falls meine Tonaufnahme wieder irgendwie Quatsch gemacht hat. Das hatten wir letztes Mal erst. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier an dieser Stelle wieder. Ich muss jetzt die Aufnahmesession beenden. Für mich ist das selber ein riesen Cliffhanger, weil ich nicht mehr genau weiß, was jetzt passiert und wie es weitergeht. Ich wusste wohl noch, dass da diese Szene war, dass man irgendwann da mit diesen Cops aneinander gerät, aber boah, was ist da los? Also die Frau hat sich einfach eiskalt, ohne nachzudenken, ohne Frage einfach erschossen, als wenn es keine andere Alternative gäbe. Also als wenn das völlig klar war, dass die einzige Lösung ist, sich zu erschießen und zu hoffen, dass Rosangela ihren Geist irgendwie retten kann. Und wirklich auch ohne zu zögern. Also was zum Geier muss da vorher passiert sein, dass das so eine schlimme Tat hervorruft. Also ich bin völlig wieder mal geflasht. Dieses Spiel ist so unendlich gut geschrieben. Die Story ist so gut. Und das ist auch wieder der Grund, warum ich weiß, warum ich dieses Spiel auf dem Channel haben wollte und euch zeigen wollte. So. Genug geredet, genug gefreut, genug das Spiel gefeiert. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und wünsche euch bis zur nächsten Folge alles, alles Gute und sag ciao, ciao.